Moin ihr Lieben. Hallo ihr Lieben. Und wir sind heute am Karlstein. Da waren wir letztes Jahr schon mal. Da hatten wir eine ganz kleine Runde gedreht. Und als wir an diesen berühmten Stein gekommen sind, da war da eine Familie mit Kindern und tobte darauf rum, sodass wir da kaum Gelegenheit hatten, uns das näher anzugucken. Und um diesen Stein gibt es ja auch eine Legende. Da kommen wir noch zu. Der ist jetzt nur ein paar hundert Meter entfernt, aber der Marion hat gesagt, wir müssen 20 Kilometer laufen, bevor wir da hinkommen. Hat sie uns eine Runde geplant. So ist es. Ja, und gestern war ja Heiligabend. Und da haben wir ein schönes Geschenk von euch bekommen. Da haben wir uns sehr drüber gefreut. Wir hätten niemals damit gerechnet, aber wir haben an Heiligabend die 1000 Abonnenten geknackt. Und das war klasse. Vielen, vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen an jeden einzelnen von euch. Egal ob neu oder alt, es ist schön, dass ihr da seid und wir freuen uns. Freuen uns total. Wir hatten geplant, einen Jahresrückblick zu machen mit unseren Videos, ein bisschen Gequatsche und so. Und als wir diese 1000 Abonnenten, waren uns aber nicht so sicher, ob wir das machen, weil das ja auch viel Arbeit ist. Und dann haben wir, als die 1000 geknackt waren, gesagt, nee, also jetzt machen wir das. Das waren alles Gespräche, die Michael nur in seinem Kopf geführt hat. Ich weiß davon überhaupt Du weißt nichts. davon nichts. Was aber auch daran liegt, dass der Einzige, der wirklich Arbeit damit hat, Michael ist, weil Michael die Videos schneidet. Genau. Und dann habe ich gesagt, ja, das machen wir. Und dann machen wir eine Premiere, dass ihr wieder im Chat mit dabei sein könnt. Ich denke mal so um den 30. rum oder so. Aber ich weiß noch nicht, wann ich fertig bin. Bin gerade am Schneiden. Und da freuen wir uns auf euch. Wenn ihr dabei sein wollt und noch nicht abonniert habt, dann macht das bitte. Und ansonsten gehen wir jetzt mal los und drehen unsere Runde und erzählen euch was über den Karlstein. Und auch sonst so, was wir sehen. Ja, und zeigen euch das nachher. Also, los geht's. Das ist wieder ganz nach unserem Geschmack. Das geht ja gleich gut los hier, du. Erstmal mit Höhenmetern loslegen. Jawohl. Die Marion versucht immer noch verzweifelt, unsere Karte runterzuladen. Ja. Weil wir haben hier mal wieder kein Netz. O2. Hast du? Ja, So, jetzt hat sie es geschafft. nur die Navigation will jetzt noch nicht starten. Jetzt geht das hier auch sehr malerisch gleich los und bergauf, was komisch ist. Weil 280 Höhenmeter, sagt Komoot. Aber wir sind schon die ganze Zeit nur bergauf. Geil. Marion ist immer noch am Kämpfen. Mit der Ich Navi. navigiere. Hast du? Ja, Ja, weil der Marion ist ja unser Navigator, Ja. Navigator. Also O2 ist so nervig. das ist wirklich anstrengend. Schenken dir dauernd Datenvolumen, kannst du nur nichts mit anfangen. Weil ständig irgendwas, du hast LTE, 5G und trotzdem kommt nichts durch. Ja. Auf 2 iPhones, also schrecklich. Ja, Wir scheuen uns nur zur Telekom zu gehen, wegen den Kosten. Die sind allerdings, schon 3-mal, 4-mal so teuer. allerdings ist mein Nervenkostüm langsam Am Arsch. mehr wert als die Ersparnisse durch O2. Guck mal, so sieht das aus. Herrlich. Herrlich. Aber es ist auch arschglatt, die Wege sind schlecht. Also die Zeichen stehen gut für einen Sturz heute. Mal gucken. Da kommt der Kreislauf in Gang, du. Ja, da wird einem auch warm. Heftig. Geil. Ah, wir sind auf dem Heidschnuckenweg. Ja. Ja, da vorne sind die Heidschnuckenwegmarkierungen. Wir sind jetzt in der Lüneburger Nordheide, im Landkreis Rosengarten, Harburg. Es ist jetzt 9:25 Uhr, Was haben wir auf der Uhr? 732 Meter. Jawohl. Und es ging gleich ordentlich bergauf. Wir sind wach. Der Kreislauf läuft weiter. Und damit willkommen auf dem alten Postweg. Und was hier der Hammer ist, wirklich totale Einsamkeit. Erster Weihnachtsfeiertag, die Leute schlafen oder am Kopf oder was immer. Aber mal was anderes. Michael wollte euch noch ein Weihnachtslied singen, stimmt's? Oh, du,
Der Otto Fröhliche. Oh, du Fröhliche. Ja, wenn Sie Interesse haben, mich zu promoten oder zu managen, autormmm@gmail.com. Was ich allerdings nicht so recht verstehe, warum hier direkt am Wildgehege ein Hochsitz ist. Und zwar gleich mehrere. Wir Und haben da hier hinten auch noch einer. und da weiter vorne auch noch. 3 Hochsitze sind hier am Wildgehege. Also die Perversität der Menschen hat ja keine Grenzen, aber ich glaube nicht, dass sie hier das Wild im Zaun umbringen, sondern, wenn überhaupt, schätze ich, dass die auf das Wild schießen, was hier angelockt wird. Durch die ganzen Kollegen da hinten. Ein Brett ist ein Brett, ist ein Brett, ist ein Brett, ist ein Brett. Und der Karlstein hat seinen Namen von Karl dem Großen. Der hat gelebt von 742 bis 814 und war ein Kaiser, ein mächtiger Kaiser. Und hat da sich mit seinen Mann in Rosengarten mit den Sachsen geprügelt. Und ist geschlagen worden. Und hat an diesem Karlstein gerastet. Hat sich da zum Schlafen hingelegt, so die Sage. Und hat den Mannen, seinen Soldaten, bei Todesstrafe verboten, ihn zu wecken. Später mehr dazu. Kartoffeln. Und so hangelten sie sich von Brett zu Brett und wenn sie nicht gestorben sind, dann hangeln sie noch heute. Hier, Crossroads. Insider wissen Bescheid. Links Motocross-Strecke, rechts Hundeplatz. Wir gehen geradeaus. Bretti, 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 Brett. Und der Marion sorgt wieder für Sponsoring. Guck mal. Damit sind wir gerettet. Den Rest Kann ja nicht dran vorbeigehen, Nee, das sie ist kann's einfach nicht. so. Der Rest des Jahres, Können wir essen. ja, Aldi-Brötchen. ja. Bei der Gelegenheit 6,78 Kilometer gelaufen. Uhrzeit ist 10:45 Uhr. Wir sind hier wieder auf dem Brett. Aber ist nicht schlimm, wir sind ja froh, dass man nicht im Matsch läuft. Und bald kommen wir in die Heide, aber Üblicherweise hat man an solchen Zäunen hier ja immer bitte nicht füttern. genau. Oder meistens nur so hingeschrieben. Nicht füttern, Nicht Ausrufezeichen. Aber es gibt auch eine nette Version und die sieht so aus. Und die ist wirklich süß. Total nett. Viel Spaß beim Beobachten. Abbruchkante, Absturzgefahr. Da musste ich rüber gucken. Man hat mich da durch die Dornen gequält. Alter, aber ja, spektakulär war das nicht. Hat sich nicht mal gelohnt, ne? Nee. Also da ist zwar eine Riesengrube, aber da oben geht das mit Dornen weiter, bis du da wirklich an den Rand kommst. Und also diese Dornen, die hat auch der Teufel gemacht. Warum musstest du da auch hoch? Forscherdrang. Jedenfalls, unser Karl liegt also am Karlstein und hat zu seinem Mann gesagt, wenn ihr mich weggibt, Todesstrafe. Und dann sind die Sachsen wiederum angekommen, haben die überfallen, angegriffen. Und die Soldaten haben gesagt, oh Gott, was machen wir? Und haben einen Hund genommen, den Hund von Karl, und haben ihn auf ihn draufgeschmissen. Und da ist er wach geworden. Wie es weitergeht später.
Jeder fällt für sich alleine. Und damit herzlich willkommen in der Wulmstorfer Heide mit Bornsberg. Und schon wieder bergauf hier. Steigung. Welche Steigung? Rote Beeren. Jetzt sind wir auf der Panzerringstraße. Panzerübungsplatz nahe dem Segelfluggelände Fischbeck, Hamburg. Herzlich willkommen bei den Dreharbeiten zu The Walking Dead. Hier ist alles tot. Hamburg Edition. Hamburg Edition. Und wir sind immer noch auf der Suche nach dem Rastplatz. Wir haben jetzt inzwischen gute 11 Kilometer auf der Uhr. 11 Kilometer. Aber wir haben noch keine Bank oder ähnliches gefunden. Aber macht nichts. So, da haben wir endlich Marion streckt noch ihren Hintern in die Kamera. eine Bank gefunden. Ja. Was ich nicht begreife, ja, die Aussicht ist ganz schön, aber die werden immer auf dem höchsten Punkt gebaut, diese Bänke. Ja. Und hier pfeift der Wind, Ja. hier warnt der Regen. Wieso hatte ich das auch gerade im Kopf? Woher kommt das? Ludwig Hirsch. Der pustet die Kameras gleich um hier. Der Karl, der ist dann natürlich wach geworden und hat die Situation erkannt, nämlich, dass die Sachsen kommen. Und dann ist er aufgesprungen auf sein Pferd, hat sein Schwert gezogen und hat gesagt, so wahr ich diesen Stein mit meiner Klinge spalte, so wahr werden wir die Sachsen schlagen. Mehr dazu später. Immer diese Cliffhanger. Mhm. Eine Weihnachtscola Wanderweihnachtscola. oder eine Weihnachtswandercola. Ich liebe es, am 25.12. unterwegs zu sein. Am 25.12. vor 2 Jahren, also heute vor 2 Jahren, hatte ich unsere erste 25-Kilometer-Tour geplant. Hat sich herausgestellt, dass wir nur 23,3 Kilometer gelaufen sind mit dieser Planung. Und wir konnten die knapp 2 Kilometer auch nicht mehr dranhängen. Wir waren so fertig. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, Wandercola auf euch. Auf jeden einzelnen Zuschauer. Wer noch nicht abonniert hat, abonnieren. Und liken sowieso. Krieg jetzt mal meine Cola getrunken, auf dich. Auf dich und auf euch. Oh, Köstlich. es perlt wieder. Frohe Weihnachten. Wenn wir da hochgehen, sind wir wieder warm. Jetzt sind wir hier richtig durchgefroren von der Pause eben, obwohl die keine 10 Minuten gedauert hat. Ja. Aber jetzt geht es hier richtig steil. Oh ja. Da kommt der Kreislauf wieder in Gang. Gott sei Dank. So, jetzt hören wir auf, hier rumzutrödeln. Steigung? Welche Steigung? Das ist richtig steil. Ja, das ist ordentlich steil. Boah! Geil. KK, kein Karlstein. Weiter. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Moin. Haben Sie den Schäfer irgendwo gesehen? Nein, Den Schäfer? haben wir nicht gesehen. Nee, Nein. nix, Findet er wohl nee, heute haben wir auch nicht. Hier. Nee. Treibt sich noch rum. Ja, oder so. Schönen Tag noch. Ihnen auch, danke. Tschüss. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Moin. Frohe Weihnachten. Guck mal hier. Hier haben wir alte Hügelgräber, über die wir nichts wissen. Das ist der Kollege, aber da ist ein Schild. Und das gucken wir uns mal eben an. Währenddessen informiere ich euch, über 14,45 Kilometer gelaufen. Um 12.56 Uhr. Um 12.56 Uhr. Ein leeres Grab ist manchmal das Einzige, was bei einer archäologischen Grabung ans Tageslicht kommt. Die haben ja auch früher dann die alten Hünengräber und Steingräber
geplündert, in Anführungszeichen. Und zwar insofern, dass sie die Steine als Baumaterial dann verwendet haben. Marion hat was gesehen. Blaue Tüten glitzern im Wald. Wir erforschen. Ja, wie ist hier auch mal jemand lang getapert. Ja, und zwar nicht nur einmal. Ja, ich sehe es. Ich sehe, was du meinst. What's wrong? Also hier wurde was gefällt, aber warum diese blauen Tüten und was ist da hinten noch Blaues drin? Ja, wer macht sowas? Das ist die richtige Frage. KK, kein Karlstein. Weiter. Wir haben jetzt die nervige, immer subtil bergauf gehende Straße verlassen und haben uns Um noch mehr bergauf zu gehen. für einen eindeutig bergauf gehenden, schmalen Weg entschieden. Hier gefällt es uns besser. Und wir wollen links rum. Ja. Weihnachten ist doch auch die Zeit der Abenteuer. Bin mir nicht sicher, dass das ein Weg ist. Die Auf die Fresse Fallcam ist wieder aktiviert. So. Und ich beginne jetzt mehr oder weniger auf nasse, schmierige Füße zu scheißen. Normal ist das hier nicht mehr. Wahnsinn. Ich sehe mich heute noch im Graben landen jedenfalls. Aber solange ich mir nicht wehtue. Oh, wie die Dornen so schön haben gepiekst in meine Oberschenkel. Also erst ging es auf so einer Waldautobahn stetig bergauf. Stetig. Dann hatten wir die Schnauze voll und haben gesagt, wir gehen jetzt irgendwo steil bergauf. Das ging. Jetzt sind wir bei Kilometer 19,66 und nur noch diese Scheiße hier, wo die Waldmaschinen durchfahren und du bis zu den Knöcheln im Matsch stehst. Aber es geht bergab. Aber es geht bergab und das hat zur Folge, dass das Wasser abläuft und dieser Matsch, der sieht zwar schlimm aus, aber man sinkt nur noch halb bis zu den Knöcheln ein und nicht mehr bis zum Knie. Also so eine Scheiße, aber das kennen wir schon. Und wärst du lieber auf der Waldautobahn geblieben? Nee, Nee, das war genauso ätzend. ich auch nicht. Aber ich würde mir wünschen, dass das hier mal aufhört. Ja, früher oder später muss. Dass man hier mal wieder irgendeinen einigermaßen normalen Weg hat. Also echt Wahnsinn hier. Ja, Augen zu und durch. Ja. Sicher, dass ihr das wollt? Geht es so weiter? Ein paar hundert Meter, ja. Also so 300 Meter vielleicht. Okay. Geht das so weiter. Und dann wird es schöner? Und dann gibt es zumindest Abzweigungen, auf denen es schöner wird. Schöne Hoffnung nie auf. Nee, bloß nicht. Schöne Weihnachten. Michael nimmt die ganzen Wege jetzt schon sehr nüchtern und sachlich als gegeben hin. Emotionen haben keinen Platz mehr. Ach, das sieht aber auch ganz gut aus. Das ist paradiesisch. Und Karl der Große, der hatte sich natürlich zum Schlafen gelegt, nicht nur wegen dem anstrengenden Krieg mit den Sachsen, sondern weil er hier durch den ganzen Matsch von den Waldmaschinen gelaufen ist und immer nur bergauf. Und da ist er müde geworden. Wie auch immer. Den Karlstein, den haben wir gleich. Wir sind jetzt bei 20 Kilometer bergauf. Und Noch 2 Kilometer ungefähr bis zum Karlstein. noch 2. Ungefähr. Kein Karlstein. Weiter. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Schuhe sind für den Rest des Weges nicht gut geeignet. Die waren Die auch für Schuhe? den bisherigen Weg nicht geeignet. Oh, wir sind schon so tief im Matsch gewesen. Wunderbar. Das wird auch nicht besser.
Herrlich. Ich finde es eine Frechheit, ehrlich. Es ist eine Zumutung. Also wir sind wirklich über Wege gelaufen, wo wir richtig tief drin stehen. Ja, Ja. genau. Da sollte man sich wirklich gerade bei vielen Wanderwegen im Umkreis von einer Großstadt wie Hamburg Ja. mal Gedanken drüber machen und vielleicht doch noch mal über der Brücke fährt nachdenken. Ja. Ja. Und nicht immer nur mit dem Haarwester und möglichst. Ich sehe den Karlstein. Ich sehe ihn auch. Die nette Frau eben hat gesagt, die sollten mal hier aufhören mit Harvestern und was alles reinzufahren, mit Riesenmaschinen. Es gäbe da durchaus weniger destruktive Möglichkeiten. Irgendeine Brücke, sagte sie, ne? Ja. Und ich sehe das auch so. Also was die hier demoliert haben, ne? Diese Runde, die wir gelaufen sind, das war der helle Wahnsinn. Es könnte so schön sein, ne? Ja. Aber es ist echt übel, was die damit machen mit dem Boden. Und die zerstören im Grunde das größte Naherholungsgebiet Hamburgs, würde ich sagen. Ne? Ja, also es hat wirklich Spaß gemacht, trotzdem. Ja. Aber weil wir eben das gewohnt sind, harte Dinge. Aber der normale Spaziergänger, das ist völlig undenkbar, hier durchzukommen. Ja, so ist es. Wir lachen uns ja tot, wenn die Schuhe so aussehen, wie sie aussehen. Aber Oma oder sonst irgendwas rutscht hier aus, wie also jetzt Karlstein, komm. Nicht mehr aufregen, Karlsteinen. Wenn ihr uns und unseren Kanal unterstützen wollt, freuen wir uns über eine Mitgliedschaft von euch. Gibt es in 2 Preisstufen, einmal für 99 Cent im Monat, einmal für 2,99 Euro. Und dafür bekommt ihr exklusive Videos und Vorteile, Icons, Markierungen. Inhaltlich unterscheiden sich die 2 Preisstufen nicht voneinander. Hängt einfach davon ab, ob ihr uns mit ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger unterstützen wollt. Hier habt ihr den QR-Code, den könnt ihr scannen und euch das mal angucken. Den Link gibt es aber auch in der Videobeschreibung. Wir freuen uns auf euch. Karl der Große hat ja hier gelegen, genau hier. Und dann haben sie den Hund auf den geworfen. Und dann ist er wach geworden und die Sachsen kamen und wollten die Truppe fertig machen. Und da hat er gesagt, so wahr ich diesen Stein mit meinem Schwert spalte, so wahr werden wir die Sachsen schlagen. Dann hat er sein Schwert hier reingehauen, man sieht es noch ganz deutlich. Und sie haben die Sachsen geschlagen. Und an diesem Stein sind auch noch die Hufabdrücke von seinem Pferd zu sehen und die Tatzen vom Hund. So die Legende. Die Wahrheit ist, das Ding kommt aus Schweden und ist hier am geologischen Originalplatz, ist also nicht bewegt worden. Und diese Rillen, die heißen Absonderungsfugen. Aber dieses Hufeisen und die Tatzen, die sind tatsächlich menschengemacht. Jetzt sagen einige Pseudowissenschaftler, das seien Ritualorte gewesen und was. Die Wahrheit ist, sie wissen es nicht. Man weiß nicht, wofür die gedacht sind. Aber irgendwie haben die Menschen immer Probleme zu sagen, wir können das nicht erklären, warum das gemacht worden ist. Ich weiß nicht warum. Ich weiß es auch nicht. Ja, soweit unsere Geschichte endlich mal vom Karlstein. Wir waren ja vor einiger Zeit, ich glaube im letzten Jahr hier. Und da haben wir Kinder drauf rumgeturnt und was. Wir hatten ungefähr 30 Sekunden allein mit dem Karlstein und das war einfach nicht genügend Zeit. Das war nichts. Aber jetzt ist er hier, jetzt gehört er uns. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, Willst du ihn mit nach Hause nehmen? Ich nehme den mit, ja. Also ihr braucht nicht herkommen, der ist weg. Und jetzt können wir noch mal, wenn wir nicht O2 hätten, Da, hat aktualisiert. hat aktualisiert für 1025 Abonnenten. Danke Herzlich sagen. willkommen, Dankeschön. Herzlich danke, willkommen. danke. Dann wünschen wir euch noch auf jeden Fall schöne Feiertage. Lasst euch nicht von euren Familien ärgern. Habt wirklich eine tolle Zeit. 22,09 Kilometer gelaufen. 15 Uhr haben wir es genau. 15 Uhr, wir haben jetzt noch Kilometer oder was? Nicht mal. 500 Meter wahrscheinlich. Vom noch. Parkplatz. Jetzt bin ich rausgekommen. Abonnieren und liken nicht vergessen. Kostet euch nichts. Bedeutet uns die Welt. Und denkt dran, draußen ist das Leben. Geht raus. Tschüss, was Auch schön bei mit so euch. einem Wetter. Es lohnt sich, wenn man sein Mindset mal ändert und nicht sagt, das Wetter ist scheiße, ich will nicht, sondern sagt, scheiß aufs Wetter, ich ziehe mich vernünftig an und scheiß drauf, wie schmutzig meine Schuhe werden, dann macht das auch richtig viel Spaß. Das stimmt. In dem Sinne. Reinhauen. Tschüss. Tschüss.